Mit ABS und ASA habe ich ehrlich gesagt keine guten Erfahrungen gemacht. Überall liest man, dass technische Filamente heute problemlos zu drucken sind. Meine Erfahrung war bisher aber eine andere. Darum wollte ich herausfinden, ob Filamente wie PETGF, PETCF und ABS-CF auf einem normalen Hobbydrucker wirklich so unkompliziert funktionieren oder ob mich wieder der gleiche Frust erwartet. Bevor wir das ausprobieren, schauen wir uns ganz kurz an, was technische Filamente überhaupt sind. Wenn man an 3D-Druck denkt, denkt man meistens an PLA, einfach zu drucken, günstig und ziemlich fehlertolerant. Technische Filamente sind da eine andere Geschichte. Sie sind für funktionale Bauteile gedacht, also überall dort, wo normale Standardfilamente an ihre Grenzen stoßen. Je nach Material sind sie belastbarer, temperaturbeständiger oder einfach robuster im Alltag. Gleichzeitig gelten sie als anspruchsvoller. Schaut man sich im Internet um, gehen die Meinungen aber weit auseinander. Die einen sagen, das sei heute überhaupt kein Problem mehr, andere berichten von genau den Problemen, die ich selbst erlebt habe. Genau deshalb habe ich mich bewusst gegen einen klassischen Materialtest entschieden. Mich interessieren heute keine Laborwerte, keine Zug- oder Biegetests und auch keine wissenschaftlichen Messungen. Ich möchte einfach wissen, kann ich diese Filamente mit einem modernen Hobbydrucker, den Herstellerprofilen und ohne stundenlange Optimierung zuverlässig drucken. Für diesen Test hat mir Siriatech freundlicherweise 3 technische Filamente zur Verfügung gestellt. Vielen Dank für die Unterstützung. Meine Bewertung bleibt davon natürlich unabhängig. Entscheidend ist am Ende, was beim Drucken tatsächlich rauskommt. Also, let's go! Ich habe hier ganz bewusst 3 technische Filamente ausgewählt, die ihr auch auf den meisten gängigen Hobbydruckern problemlos drucken können solltet. Wir haben hier einmal ein PETGF, also PET mit Glasfaserfasern verstärkt, einmal PETCF, also ein PET-Filament mit Carbonfasern verstärkt und ein sogenanntes ABS-CF Core. Und was hinter diesem klingenden Namen steckt, das erkläre ich euch später. Also bleibt dran. Begonnen habe ich mit dem PETGF und ich habe als allererstes einmal diesen kleinen Kalibrierungswürfel gedruckt, um zu sehen, wie die Maßhaltigkeit bei diesem Filament ausschaut. Außerdem hat mich interessiert, ob und wie gut der Centauri Carbon 2 mit diesem Material umgehen kann. Ich kann das jetzt leider nur durch die geschlossene Tür filmen, das ist nicht optimal, aber ich muss die Tür natürlich jetzt geschlossen halten, da mir sonst die Temperatur in der Druckkammer zu stark absinkt und das wäre natürlich fatal bei diesen Filamenten. So, ja, tatsächlich ist dieser kleine Würfel hier sehr, sehr genau am optimalen Maß, denn der Würfel bzw. die Druckdatei dieses Würfels hat genau 30 mm an jeder Seite, jede Kantenlänge genau 30 mm. Ja, die Maße habe ich dann mit dem Messschieber kontrolliert. Hier auf der X-Achse sehen wir genau 30,11, 30,12 mm. An der Y-Achse sind es ungefähr 30,13 und an der Z-Achse ungefähr 29,9. Das heißt, der Centauri Carbon 2 hat hier mit dem Siriatech PETGF tatsächlich ein sehr tolles Ergebnis abgeliefert. Ich habe hier, wie gesagt, die Druckprofile und Filamentprofile von Siriatech von der Webseite verwendet und damit hat das wirklich super geklappt. Jetzt probieren wir das Ganze mit einem etwas größeren Objekt. Ich habe dann als nächstes eine Halterung für einen Poop-Shoot-Behälter für den Centauri Carbon 2 gedruckt. Ich habe mir gedacht, das passt ganz gut, das ist etwas flacher und filigraner, einfach um auszuprobieren, wie sich das mit dem Warping bei diesem Filament verhält. Der Drucker ist, wie gesagt, gerade fertig geworden. Ich würde sagen, wir schauen jetzt einmal hinein. Aus früheren Drucken weiß ich, zum Beispiel, wenn man mit ABS oder ASA druckt und die Tür zu früh öffnet, dass einem manchmal das Modell direkt von der Druckplatte herunterspringt, weil es sich so schnell verzieht. Hier, ihr seht das selber, keine Spur von Warping. Bitte, das ist nicht gestellt, nicht bezahlt. Das ist tatsächlich, ja, hier live, mehr oder weniger. Ich nehme das mal raus. Ja, wie gesagt, ich habe hier absichtlich nicht gewartet, bis das Modell abgekühlt ist. Dementsprechend war die Druckplatte beim Rausnehmen auch noch ziemlich heiß. Ich habe mir da die Finger verbrannt. Aber ihr seht, die Qualität wirklich absolut okay. Überhaupt keine Probleme. Und wie gesagt, das Wichtigste, auch kein Warping. Das hat wirklich wunderbar auf der Druckplatte gehalten, hat sich nichts gelöst und auch beim Rausnehmen hat es sich nicht verzogen. Auch an den leichten Überhängen, wie ihr seht, alles bestens. Die feinen Details, die Löcher, First Layer, alles perfekt gepasst. Also meiner Meinung nach genau so muss das aussehen. Ja, hier beim Loch sieht man die Naht, aber das ist auch kein großes Thema.
stört nicht weiter. Wenn man ganz genau schaut, beziehungsweise wenn man es flach auf den Tisch legt und so ein bisschen drückt, genau, dann sieht man vielleicht, dass es ganz minimal verbogen ist. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das liegt eher daran, dass ich es vorher einfach im heißen Zustand von der Druckplatte runtergerissen habe und vermutlich hat sich dabei einfach verbogen. Denn um ganz ehrlich zu sein, war ich skeptisch, ob das Teil überhaupt fertig druckt. Ich bin eher davon ausgegangen, dass es sich irgendwann während dem Druck von der Druckplatte löst und ich das Ganze in die Tonne kippen muss. Zumindest basierend auf den Erfahrungen, die ich mit preiswerteren ABS- und ASA-Filamenten bisher gemacht habe. Also man kann sagen, das PET-GF von Siraya Tech hat mich hier absolut überzeugt. Also wollte ich jetzt auch etwas aufwendigere und vielleicht auch größere Modelle mit diesen Filamenten drucken. Ich habe mir dann diese Wandhaken rausgesucht. Die kennt ihr vielleicht schon aus meinem Short, weil ich draußen in meiner Gartenhütte ein paar Haken habe, die bereits zu rosten beginnen und nicht mehr richtig schön sind. Ja, und dafür ist dieses Material eigentlich perfekt geeignet mit seiner hohen Schlag- und Zugfestigkeit und zudem einer hohen Temperaturbeständigkeit. Das ist besonders da draußen in der Hütte recht wichtig, denn dort wird es im Sommer ganz schön warm. Auch hier verlief der Druck erwartungsgemäß absolut fehlerfrei und unproblematisch. Ihr seht, das Ergebnis ist auch hier wieder richtig gut geworden. Es gab keinerlei Probleme mit Warping, die Betthaftung war optimal und das Druckergebnis seht selbst. Natürlich habe ich die Haken dann gleich entsprechend montiert. Das habt ihr im Short schon gesehen. Den Belastungstest haben sie auch standgehalten. Also, was soll schiefgehen? Perfekt. Ja, und jetzt schauen wir uns das PET-CF von Siraya Tech an, also ein carbonfaserverstärktes PET. Diesmal in schwarz. Und auch da schauen wir uns an, wie brüchig das Filament ist. Wir biegen das einmal. Ja, und das ist ähnlich wie das Glasfaserverstärkte. Man sieht schon, jetzt bricht es. Das ist relativ spröde. Allerdings war das beim PET-GF überhaupt kein Problem mit dem Drucker. Auch über das Canvas Multicolor System vom Centauri Carbon 2 hat das problemlos funktioniert bis jetzt. Und jetzt probieren wir das eben mit dem PET-CF, mit dem Kohlefaser verstärkten Filament. So ein Laden ist schon kein Problem. Unbedingt aufheben. Jetzt drucken wir hier eine Halterung für meinen neuen Home Assistant Server, einen Dell 5070 für mein kleines Server-Rack, das ich da drüber am Schreibtisch stehen habe. Das zeige ich euch vielleicht auch irgendwann einmal. Und auch zu meinem Smart Home Projekt mache ich vielleicht noch ein Video, wenn euch das interessiert. Aber jetzt schauen wir uns einmal an, wie das mit dem PET-CF von Siraya Tech auf dem Centauri Carbon 2 klappt. Ich bin gespannt, ist diesmal ein bisschen ein größeres, aufwendigeres Modell, dauert ungefähr 5 Stunden der Druck und wir schauen uns das Ergebnis gemeinsam an. Auch hier habe ich die Druck- und Filamentprofile von der Website von Siraya Tech geladen. Auch hier seht ihr den Druck wieder nur durch die Glasscheibe. Wie gesagt, ich kann oder ich möchte hier die Tür nicht während des Drucks öffnen, um nicht doch Warping oder sonstige Druckprobleme zu riskieren. Aber von außen sieht man, hier gibt es zumindest bis jetzt keinerlei Probleme. Das Modell ist fertig gedruckt. Diesmal habe ich es natürlich im Drucker auskühlen lassen, so wie sich das gehört. Jetzt holen wir das mal raus. Ihr seht schon, das löst sich recht gut von der Druckplatte, aber es hat alles gehalten. Ja, ich bin von der Qualität eigentlich ziemlich beeindruckt, außer hier am Rand. Hier sieht man, ich würde sagen, das ist Stringing. Auf jeden Fall haben sich hier einige Fäden von dieser Seite hier entlang gezogen, aber das kann man wahrscheinlich ganz einfach wegbrechen. Ich werde das dann nachher einfach mit einem Messer oder mit dem Skalpell einfach abschneiden. Nachdem das ein kohlefaserverstärktes Filament ist, würde ich das hier nicht abschleifen, beziehungsweise wenn man das schleifen will, dann unbedingt mit Mundschutzmaske, denn die Kohlefasern bzw. der Kohlefaserstaub, der sollte nicht unbedingt in die Lungen kommen. Wir werden das jetzt einfach hier mit dem Messer säubern. Wie gesagt, das sind in dem Fall wirklich nur optische Mängel. Das hat hier überhaupt keinen Einfluss auf die Funktionalität dieses Teils. Das Ganze kommt jetzt noch bei ungefähr 95 Grad für 4 Stunden in den Backofen zum Tempern. Damit erreicht es dann wirklich seine volle Stabilität und Hitzebeständigkeit. Ist jetzt bei diesem Teil eigentlich nicht unbedingt wichtig. Ich mache es einfach trotzdem, um zu sehen, wie sich das beim Tempern verhält.
In dem Fall weiß ich jetzt schon, ich muss diesen Steg, also wenn ich das so hineinlege, muss man das unbedingt unterstützen, weil das habe ich beim letzten Teil gesehen, das fängt dann an sich durchzubiegen. Oder ich werde es einfach so in den Ofen stellen, dann sollte eigentlich dann nichts passieren. So, und damit das Filament dann auch trocken bleibt, damit wir es beim nächsten Mal wieder problemlos weiterverwenden können, zeige ich euch jetzt, wie man das am besten einpackt. Ich habe ja schon gesagt, ihr müsst unbedingt diese Folien aufheben, in denen die Filamente hier geliefert werden. Das sind speziell aluminiumbeschichtete Folien, die die Feuchtigkeit wirklich draußen halten. Das heißt, wir werden das Filament jetzt entsprechend mit einer Portion Silika in diese Folien zurück hineinpacken und dann das Ganze mit dieser Folie noch einmal in eine Vakuumbeutel einschweißen und dann sollte das Filament zumindest für einige Tage bzw. wahrscheinlich auch 1-2 Wochen halbwegs trocken bleiben. Wenn man es länger da drinnen hat, sollte man es trotzdem vor dem nächsten Mal drucken entsprechend im Trockner bzw. dem Ofen noch einmal trocknen. Für diese Filamente braucht ihr tatsächlich eine entsprechend hohe Trockentemperatur von 100 bis 120 Grad. Jetzt erstmal das Filament hier hinein, dann die Dose mit dem Silikagel das Ganze zumachen. Ich mache es nicht ganz zu, denn jetzt noch in einen Vakuumbeutel und damit beim Absaugen auch die Luft hier aus der Folie rausgezogen wird, lasse ich das hier ein bisschen offen. Okay, hier diesen Zipverschluss wirklich gut verschließen. Dann pumpen wir das mit der Vakuumpumpe ordentlich ab, falten und Ecken noch rausdrücken und da wirklich Geduld haben, bis wirklich die ganze Luft oder fast die ganze Luft draußen ist. Man hört es jetzt strengt sich die Pumpe schon wirklich an. Ich denke, das ist genug. Jetzt ist es wirklich richtig fest verpackt und jetzt kann nichts passieren und so bleibt das Filament sicherlich 1 bis 2 Wochen so weit trocken, dass man es direkt auspacken und wieder verwenden kann. Ja, und jetzt schauen wir uns endlich das ABS CF Core an. Ich habe es am Anfang schon kurz erwähnt, das ist ein ganz besonderes Filament und zwar steht dieses Core im Namen dafür, dass hier die Kohlefasern im Kern des Filaments verarbeitet sind. Das bedeutet, außen, das heißt die äußere Schicht, ist reines ABS und die Kohlefasern befinden sich im Inneren, also im Kern des Filaments. Ja, und das bringt gleich mehrere Vorteile mit sich. Zum einen könnt ihr dieses Filament auch mit einer herkömmlichen Messingdüse drucken, ohne dass ihr Angst haben müsst, dass die Düse durch das Filament beschädigt wird. Ja, und zusätzlich begünstigt die Isolierung der Kohlefasern im Kern des Filaments die Schichthaftung bzw. die Schichtverbindung. Das bedeutet, dass bei diesem Filament die Schichthaftung deutlich höher ist als bei herkömmlichen Kohlefaser- oder Glasfaserverstärkten Filamenten. Ich habe das Druckbett hier auf 90 Grad schon eingestellt und lasse das jetzt immer vorher 10-15 Minuten laufen. Wir haben jetzt innen drinnen eine Druckkammertemperatur von 40-45 Grad. Das ist optimal. Der Centauri Carbon 2 hat ja diese gesteuerte Klappe hinten, die macht er dann beim Druck wieder zu, damit auch die Wärme schön in der Druckkammer bleibt. Und wir starten einfach mal den Druck. Man hat jetzt vielleicht gesehen im Video, die Klappe hinten hat sich geschlossen. Damit bleibt die Temperatur in der Druckkammer stabil und das ist gerade beim Drucken mit ABS sehr, sehr wichtig. Ansonsten gibt es Warping und man riskiert auch, dass das Modell sich von der Druckplatte löst und dann kann man den Druck eigentlich abbrechen und muss neu anfangen. Zusätzlich kann ich euch für ABS und ähnliche Filamente empfehlen, kauft euch so eine Dose 3D-Lack oder irgendeinen anderen entsprechenden Sprühkleber oder auch diese Klebesticks, die man auf das Druckbett applizieren kann. Das optimiert noch einmal die Haftung, gerade bei ABS kann das durchaus wichtig sein. Ich habe hier 3D-Lack verwendet und das Modell einfach so ohne irgendwelche Brims oder sonstigen Unterstützungen einmal gestartet. Wir schauen, wie das funktioniert. Es ist wieder der Calibration Cube, einfach um zu schauen, wie gut die Maßhaltigkeit beim ABS CF Core hier ist. Danach drucke ich natürlich auch noch ein paar Teile, die man tatsächlich auch im Alltag verwenden kann. Der Druck ist fertig und wir schauen uns das Ergebnis an. Ich habe keine Geduld, ich lasse das jetzt nicht abkühlen. Sollte man bei ABS natürlich immer unbedingt machen. Aber die Haftung ist wirklich gut, man sieht das. Das hält hier bombenfest. Das hält tatsächlich fast zu gut. Jetzt. So, ich versuche das hier bestmöglich einzufangen. Hier sieht man auch die Überhänge sehr gut.
Ja, perfektes Ergebnis, würde ich sagen. Man sieht hier zwar deutlich die einzelnen Schichten, die einzelnen Layer. Das könnte man im Slicer, indem man die Funktion Fuzzy Skin aktiviert, verhindern. Dann würde die Oberfläche hier etwas mit einer Struktur versehen werden. Aber mich stört das eigentlich in dem Fall nicht. Top Layer schaut auch gut aus. Also ich habe auch hier das mitgelieferte Druckprofil von Siraya-Tech verwendet. Ja, das Ergebnis, muss man sagen, kann man schon so lassen. Und jetzt werden wir das Ganze noch messen, um zu schauen, wie die Maßhaltigkeit hier ist. Zum Messen verwende ich hier wieder mein Hochpräzisionswerkzeug. Kleiner Scherz, meine Schiebelehre bzw. mein Messschieber, nichts Besonderes. So, einmal zurücksetzen und dann messen wir das ab. 30,09, das passt sehr gut hier. Einmal in der Z, also in der Höhe. 30,26, das wir von allen Seiten messen. 30,30, ja, 30,3 hier an der X-Achse. Schauen wir uns noch Y an. Ich würde sagen, das ist sehr ordentlich. Wie gesagt, nichts nachjustiert. Das heißt, die Kompensierung im Profil passt da schon ziemlich genau. Da könnte man sich jetzt noch ein bisschen spielen, dass man sagt, okay, man gibt da noch vielleicht 0,5% oder was auch immer an Kompensierung für das Shrinking dazu. Dann passt das wirklich ganz genau. Aber ich muss sagen, mit 0,3 mm Abweichung kann man in den meisten Fällen eigentlich ganz gut leben. Das sind jetzt keine Hochpräzisionsbauteile, die wir hier drucken. Wenn man natürlich genauere Teile braucht, dann ist wahrscheinlich so ein FDM, also so ein Filamentdrucker, wahrscheinlich auch gar nicht die richtige Technologie dafür. So, jetzt wird es ernst. Jetzt drucken wir tatsächlich was Sinnvolles mit dem ABS CF Core. Und zwar ein Teil für eine Gridfinity Box. Ich werde natürlich die ganze Box drucken, aber wir fangen einmal mit den ersten Teilen an. Ich habe mich jetzt einmal dafür entschieden, mit den Griffen und Scharnieren für die Gridfinity Box zu beginnen, denn gerade diese Teile, die sind eher filigran und flach und genau bei solchen Teilen gibt es mit ABS dann oft Probleme mit Warping. Das habe ich zumindest bei meinen bisherigen ABS-Drucken immer wieder erlebt. Je dünner, je flacher, je filigraner die Teile waren, desto mehr Probleme hatte ich damit. Und deswegen habe ich mir das als sozusagen Härtetest für das Siraya-Tech ABS CF Core überlegt, denn hier wird man sehr schön sehen, wie sich dieses Filament beim Drucken verhält und ob es auch hier extremes Warping gibt oder ob ihr dieses Filament wirklich bedenkenlos, unkompliziert drucken könnt. Also, los geht's! Wir werfen wieder einen kurzen Blick durch die verschlossene Glastür. Ihr wisst ja, während des Drucks mit ABS unbedingt die Tür geschlossen halten, denn Temperaturschwankungen können natürlich zu Warping führen. Aber durch die Glastür sieht man, alles in Ordnung, der Druck läuft wunderbar. Die Teile halten wirklich gut auf der Druckplatte, so soll es sein. Ja, der Druck ist jetzt fertig. Ich habe das diesmal entsprechend abkühlen lassen, ungefähr eine Stunde. Das hat jetzt wirklich nur mehr Raumtemperatur da drinnen. Von außen schaut es gut aus. Es hat sich nichts von der Druckplatte gelöst. Also das Warping dürfte zumindest nicht so massiv sein, dass sich die Teile von selbst hier von der Platte lösen. Wir machen jetzt mal auf, holen das raus. Ich zeige euch das gleich mal so in der Kamera. So, also die Teile sind hier wirklich bombenfest. Also Betthaftung ist hier überhaupt kein Thema bei diesem Material. So, aber alle Teile haben sich lösen lassen. Schaut wirklich echt gut aus, muss man sagen. Hier die kleinen Mausohren. Die lassen sich aber gut entfernen. Auch die Bohrungen, die Löcher hier, sind ohne Stützen gedruckt. Das war auch überhaupt kein Problem. Die sind tatsächlich auch sauber geworden. Und jetzt zu den langen Teilen. Ich lege das einmal da auf den Tisch. Nahezu flach. Da hat sich, man sieht es vielleicht, man sieht es eben nicht, man sieht gar nichts. Das hat sich nämlich nicht wirklich hier verzogen. Die Teile sind entsprechend stabil. Auch hier.
Das ist dann der Haltegriff oben für die Gridfinity Box. Auch hier, das ist stabil, hat richtig gut funktioniert hier mit dem ABS CF Core. Und ich würde sagen, damit drucken wir jetzt die restliche Box auch noch. Das nächste Teil für die Gridfinity Box ist fertig gedruckt. Ich lasse mir jetzt diesmal ein bisschen weniger Zeit mit dem Abkühlen. Ich hoffe, es klappt. Wir schauen mal, wie es geworden ist. Der Druck hat wieder wunderbar funktioniert. Die Platte ist noch ziemlich heiß. Ich sollte vielleicht auch noch etwas warten mit dem Rausnehmen. Aber ich bin ungeduldig. Man sieht schon auch hier die Haftung am Druckbett ist brutal. Ich hole es einfach mal raus, auch wenn es heiß ist. So, ich zeige es euch einmal hier auf der Platte. Das ABS CF Core klappt richtig gut. Wir versuchen das jetzt einmal hier zu lösen. Also über zu wenig Haftung könnte man sich hier nicht beklagen. Ich glaube, ich sollte das wirklich noch abkühlen lassen. Das hat richtig gut gehalten. Man sieht hier tatsächlich sogar noch ein paar Reste auf der Druckplatte. Ich hätte wirklich warten sollen. Ich wollte das jetzt einfach wissen. Das sieht man jetzt natürlich auch hier auf der Oberfläche. Das hätte natürlich, wenn ich gewartet hätte, schöner ausgeschaut. Ist allerdings nicht so schlimm. Das sieht man dann später sowieso nicht. Das ist dann innen drinnen. So schaut es außen aus. Und auch hier wieder, ich lege das hier nochmal flach hin. Ist überhaupt nicht verzogen, das Teil. Und das ist auch richtig stabil. Ja, also dieses ABS-CF ist richtig gut. Oberflächen sind schön, ist vielleicht ein bisschen rauer. Dadurch, dass das ABS ist, könnte man das Ganze jetzt mit Aceton noch außen schön glätten. Dazu müsste man das Ganze einfach nur in eine Box mit einem in Aceton getränkten Wattebausch legen und dann ein paar Stunden warten. Dann beginnt das außen anzuschmelzen und wird dann richtig schön glatt. Für die Gridfinity Box nicht notwendig. Die kann ruhig rau bleiben außen. Finde ich in dem Fall gar nicht so schlecht. Ja, aber für die erste bin ich mal sehr zufrieden. Mit dem Filament hier vor allem. Noch einmal von Siriatech, ABS CF Core. Druckt wirklich problemlos. Ihr könnt euch die Profile und die Einstellungen direkt von der Webseite downloaden. Je nachdem, welchen Drucker ihr habt, könnt ihr die Filamentprofile und Einstellungen direkt von der Webseite von Siriatech herunterladen und in euren Slicer importieren. Für den Carbon 2 gibt es auf der Webseite von Siriatech noch kein eigenes Profil. Allerdings gibt es für den Carbon 1 ein passendes Profil und ich habe das Profil einfach für den Carbon 2 übernommen. Dazu muss man nur in der Konfigurationsdatei mit dem Editor eine Zeile rauslöschen und dann funktioniert das automatisch. Wenn es nicht klappt, kann man es auch einfach abtippen. Es sind nicht so viele Einstellungen notwendig. Und ja, dann klappt das eigentlich auf Anhieb wirklich gut. Ja, und dann habe ich natürlich auch noch den Unterteil für die Gridfinity Box gedruckt. Auch hier wieder in ABS CF Core, damit es zum Rest der Box passt. Das letzte Teil für die Gridfinity Box ist fertig. Diesmal habe ich es wieder auskühlen lassen, aber auch jetzt ist die Haftung am Druckbett wirklich absolut genial. Aber das ist jetzt wesentlich besser runtergegangen als beim letzten Mal und auch richtig stabil. Auch hier, ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann. Ich habe das absolut ohne Supports gedruckt hier, diese Überhänge. Alles sauber. Auf der anderen Seite auch hier vorne diese Details hier, hat wirklich alles sauber gedruckt. Das ist nicht verzogen, da passt alles. Und jetzt können wir das einmal kurz zusammenstecken, wie das fertig ausschauen wird. So funktioniert das dann. Ja, wirklich sehr gut geworden von der Qualität her. Da könnt ihr dann natürlich entsprechend noch diese Einsätze im Gridfinity-System drucken. Ich werde mir da so eine kleine Werkzeug-Tool-Box draus machen. Ja, abschließend kann man sagen, die Filamente von Siriatech funktionieren wirklich hervorragend. Auch das ABS CF Core hat sich jetzt wirklich gut bewährt. Ja, mein Fazit zu den technischen Filamenten von Siriatech ist absolut positiv. Ihr habt es wahrscheinlich schon bemerkt. Alle drei Filamente, also das PET-CF, das PET-GF und auch jetzt das ABS CF Core, haben sich hier mit dem Carbon 2 absolut problemlos verarbeiten bzw. verdrucken lassen.
Die Qualität der Drucke passt in jeder Hinsicht. Es gibt überhaupt nichts zu beanstanden. Die Materialien sind entsprechend stabil. Die ganzen technischen Daten und Eigenschaften der Filamente findet ihr natürlich auf der Webseite von Siriatech. Ich verlinke euch das unten in der Videobeschreibung. Ich habe das jetzt hier nicht explizit getestet. Ich glaube, das ist auch gar nicht notwendig. Mir ging es hier in erster Linie darum zu schauen, ob diese Filamente auch auf normalen Druckern verarbeitet werden können und mit welcher Qualität. Ich muss sagen, das hat richtig gut funktioniert. Es gab überhaupt keine Probleme und wie ihr seht, ist die Qualität auch absolut beeindruckend. Noch einmal ein herzliches Dankeschön an die Firma Siriatech, die mir diese Filamente zur Verfügung gestellt hat. Ja, und wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, einmal solche Filamente wie ABS oder PET auf eurem Drucker auszuprobieren, dann habe ich unten in der Videobeschreibung einen entsprechenden Link plus Rabattcode für euch bereitgestellt. Ich werde mir natürlich diese Filamente von Siriatech auch noch auf dem Anycubic Cobra S1 anschauen. Der steht da hinter der Kamera. Dafür muss ich allerdings noch ein paar Dinge umbauen. Das wird noch ein wenig dauern. Also, abonniert meinen Kanal, lasst ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Projekt.